Milwaukee hat es schon wieder gemacht. Milwaukee ist ja der absolute Spezialist im Bereich von 12 Volt, auch von 18 Volt und so weiter und so fort. Klar, aber Milwaukee hat so viele 12 Volt Geräte, dass man immer denkt, mehr geht ja gar nicht. Und was haben sie gesagt? Es geht noch mehr. Wir haben ein neues Radio, wir haben einen neuen Mini-Exzenterschleifer, wir haben einen neuen Bohrhammer, wir haben einen neuen 150 mm Exzenter und das schauen wir uns heute mal an. Heute also neue 12 Volt Geräte von Milwaukee und du schreib gerne mal in die Kommentare, wenn dir das heute zu kurz war, denn wir machen jeweils nur eine kleine Kurzvorstellung der einzelnen Geräte. Oder sagst du, genau so ist es richtig, mach so weiter, auch das würde mich interessieren. Ich persönlich muss sagen, Milwaukee 12 Volt, ich liebe es, weil Milwaukee immer nicht sagt, naja, macht das jetzt total Sinn, dieses Gerät nochmal in 12 Volt auszuprobieren oder rauszubringen? Nee, Milwaukee macht das einfach und haut und haut und haut immer wieder neue 12 Volt Geräte raus. Allein schon hier ein neues Radio, obwohl sie schon ein 12 Volt Radio haben, macht eigentlich gar keinen Sinn. Aber sie machen es trotzdem immer wieder und immer wieder. So ist es auch mit den anderen Geräten, die wir hier entsprechend haben. Und jetzt machen wir einfach Folgendes. Fangen wir einfach mal genau dort an und schauen uns das an und das ist ein richtiger Kracher. Und ich muss sagen, ich finde den wirklich gut, weil ein Exzenterschleifer in der Form muss gut sein. Denn wir haben hier 150 mm Exzenter. Wir haben, hier steht es auch drauf, 5 mm Schwingkreis. Das heißt wirklich schon einen amtlichen Schwingkreis, den wir nehmen. Übrigens ganz wichtig, kein Direktantrieb, ja? Sondern wir haben hier einen indirekten Antrieb. Dementsprechend haben wir einen normal guten Abtrag, aber das ist nicht eines dieser Abtragsmonster, die man mit einem Direktantrieb herstellen könnte. Aber das ist gar kein Problem, weil wir haben ja ein kleines, kompaktes Gerät hier an der Stelle. Man muss jetzt aber auch sagen, übrigens das hier ist die Absaugung hier an der Seite fest verbaut, auch verschraubt hier an der Stelle mit 2 Punkten und haben hier einen entsprechenden Adapter, um das an den Sauger anzuschließen oder Sauger halt hier direkt anschließen. So, wir haben jetzt aber Folgendes, wir haben ein 12 Volt Gerät und mit einem normalen 18 Volt Gerät haben wir häufig Folgendes, wenn wir das hinstellen, dass es anfängt zu kippeln, dass es nicht so im Gleichgewicht ist. Aber hier siehst du, dass es eindeutig nach vorne will und zwar hier seinen Schwerpunkt hat. Das heißt, du kannst es sehr gut handeln, sehr gut benutzen, hast nur eben keine extrem lange Laufzeit. Du musst natürlich für dich wissen, was ist eine gute Sache. Zusätzlich muss man natürlich sagen, dass die Form, die wir haben, absolut klassisch ist. Kennen wir ja von anderen Herstellern, dessen Namen ich hier gar nicht sagen brauche. Und es ist aber auch eine ikonische Benutzung. Denn du kannst Folgendes machen. Das Gerät mache ich manchmal ganz bewusst nicht an. Du kannst hier oben einfach anfassen und dann geht er an. Das heißt also, du nimmst ihn hier schön so in die Hand und kannst dann schön Schleifen machen und tun. Und wann immer du das machst, läuft er. Wenn du loslässt, geht der Knopf hier nach oben und er geht auch aus. Ich zeige euch das mal. Ihr macht das Gerät hier auch an. Ihr seht ja auch die Akkukapazität, die wir haben. Wir können hier an der Seite die Geschwindigkeit noch einstellen, hier von langsam zu schnell. Und dann machen wir es an. Und dann kannst du das Gerät nehmen. Und schleifen. Und das ist jetzt die einzige Sache, die ich komisch finde, weil normalerweise haben solche Geräte eigentlich eine Schnellstoppfunktion. Da wird der Motor genutzt, da wird der Motor etwas anders genutzt, würde ich eher sagen, um ihn festzuhalten und dadurch dieses Nachlaufen deutlich zu verkürzen. Das hat das Gerät nicht. Hier hinten bin ich, hier hinten, schaut mal, das ist wirklich groß, denn dieser Raum hier ist wirklich groß. Wir haben hier eine Fläche von deutlich über 100 Quadratmeter. Warum ist das wichtig? Ganz einfach, weil wir uns diesen Lautsprecher hier anschauen müssen. Wir haben hier einen 12 Volt Lautsprecher von Milwaukee und der ist eigentlich winzig. Guck mal, wie klein der ist. Da kann ich fast mit der Hand rumgreifen. Der ist wirklich ja auch im Verhältnis zu mir wirklich ein kleines Teil. Aber der hat einen richtig krassen Klang. Wir haben hier einen Raum von, wie gesagt, 100 Quadratmeter, wirklich groß. Und was ist? Dieser Lautsprecher schafft es, diesen Raum zu beschallen. Also absolut ausreichend. Wenn du hier drin zum Beispiel sagst, ich verlege hier irgendwas, ich arbeite hier, dann kannst du damit hier wunderbar arbeiten. Auf den Abstand, also im direkten Abstand, wenn es direkt da dran ist, dann haben wir 95 Dezibel. So auf etwa 1 Meter sind wir noch bei 90 Dezibel, die wir hier das Ganze beschallen. Und das ist extrem. Das ist wirklich laut und der Klang ist gut. Natürlich ist das hier kein Hi-Fi, was hier rauskommt, aber eine Queke ist das auf keinen Fall. Ich muss sagen, richtig geniales Gerät. Ich
möchte euch das Gerät noch ein bisschen genauer zeigen. Einerseits ist es so, dass wir erstmal hier oben drauf den Akku haben. Hier können wir natürlich auch einen deutlich größeren Akku nochmal nehmen. Wir haben eine Laufzeit von bis zu 10 Stunden und das finde ich schon enorm. Du kannst das Gerät einfach auch hinstellen. Mit dem Fuß hier unten ist es sogar Packout-kompatibel. Ja, das ist schon eine richtig coole Sache. Was wir hier noch mit drin haben, wir haben hier einen kleinen Haken, wo wir es dann auch entsprechend aufhängen können. Ja, und so klingt es genauso gut wie andersrum. Was übrigens auch noch interessant ist, wir haben hier ein interessant gutes Rundstrahlverhalten. Das heißt, wenn ich das Gerät jetzt hier hinstelle, ist es so, dass wir natürlich hier einen etwas besseren Klang haben als auf der anderen Seite. Aber ich sag mal so, in diesem Bereich, selbst hier so nach hinten, hast du immer noch einen extrem guten Klang. Hier klingt es nur etwas weniger hell. Wenn du es dann zu dir drehst, ist es natürlich wieder perfekt. Aber das Rundstrahlverhalten richtig gut. Dann haben wir an der Seite Folgendes. Wir haben hier auch einen USB-C-Anschluss. Das heißt, hier kannst du ein Handy einfach laden. Reinstecken, Handy laden, Freude. Finde ich super und super wichtig auch heutzutage. Dann haben wir hier unseren Knopf, um es einzuschalten. Dann haben wir hier einmal Start und also Play und Pause. Den finde ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil man muss schon richtig ordentlich raufdrücken. Aber normalerweise macht man es ja auch, wo habe ich es ja eigentlich hingelegt? Mit meinem Handy. Genau, hier ist es. Normalerweise machst du es ja mit deinem Handy, dass du es damit bedienst. Ja? Übrigens, wir haben hier keine Radiofunktion, kein gar nichts. Wenn du Internetradio im Handy hast, wieder kein Thema, dann streamt das ja eigentlich, weil es ja einfach nur ein Bluetooth-Lautsprecher. Du kannst hier aber wunderbar laut und leise drehen, hier Bluetooth-Konnektivität einstellen und dann feuerfrei. Ich muss sagen, das ist ein richtig geniales Gerät. Übrigens, so kannst du es natürlich genauso betreiben, dann strahlt es entsprechend zu dir. Und mit unter 1 Kilo diesem Klang, da hat Milwaukee schon richtig einen rausgehauen. Und wenn dir das alles noch nicht genug ist, dann kaufst du einfach einen zweiten und koppelst den mit dieser Taste und kannst damit dir ein Stereo-Set aufbauen oder noch mehr. Ich finde das richtig genial und jetzt kommt eigentlich die wichtigste Info nach all diesen Informationen. Das Ding kostet nur 125 €. Also lauft zu GoTools und kauft euch diesen Speaker. Kennt ihr den Spruch, auf einem Bein kann man nicht stehen? Genauso haben wir es heute auch. Wir haben einen zweiten Accenter, aber jetzt eine ganz andere Art und Weise. Nämlich wir haben hier einen 75 mm Accenter. Durch wieder 12 Volt mit allem drum und dran, auch ganz anders aufgebaut. Wir haben wirklich einen ganz kleinen Accenter, auch einen schönen, weichen Schleifteller. Nicht zu weich, ja, so mittelhart. Lass es uns mittelhart nennen. So, also bei dem Gerät ist es so, wenn wir es einschalten, wir haben hier ein Licht, das können wir auch gesondert wieder ausschalten, wenn wir es nicht haben wollen. Wir können hier oben drauf die Geschwindigkeit einstellen, ja, in entsprechend 4 Stufen sind es, genau. Zack, zack, zack. Bis 10.000 Umdrehungen in der höchsten Stufe, in der kleinsten sind es immer noch 4.000 Umdrehungen, das ist schon amtlich. Wir haben hier hinten dran auch wieder eine Absaugmöglichkeit und können natürlich auch diesen kleinen Staubsack hier entsprechend anschließen. Wofür ist das Gerät aber eigentlich gedacht? Es ist aus meiner Sicht explizit nicht für Kfz gedacht, dann wäre es hier alles ein bisschen im Weg, sondern es ist aus meiner Sicht gedacht, um wirklich in Schränken zum Beispiel in eine kleine Ecke zu kommen. Weil, wenn ihr euch Folgendes anschaut, ja, die Rundung, die wir hier haben, wenn ihr euch mal jetzt hier das Ganze vorstellt, haben wir einen großen Bereich, wo wir nicht schleifen können. Ja. Wenn wir jetzt aber wirklich in so eine Ecke reinschleifen müssen, dann haben wir hier natürlich einen deutlich kleineren Bereich, den wir nicht erreichen und den können wir zur Not auch mal mit einer Hand nachschleifen oder mit einem Multicutter oder mit einem Delta-Schleifer oder. Ja? Damit können wir entsprechend dort arbeiten. Das ist wirklich für kleine, beengte Bauräume und dafür finde ich ihn richtig genial. Oh, und das ist jetzt hier wieder so ein Milwaukee-Ding. Irgendwie macht das überhaupt gar keinen Sinn, aber irgendwie dann doch. Warum? Wir haben hier ein 12-Volt-Gerät, eine Halbzoll Aufnahme und 745 Newtonmeter. Nochmal, 745 Newtonmeter. Knistert, zaubert hier Milwaukee aus diesem kleinen Schlagschrauber raus. Das ist der Wahnsinn. Und ich muss sagen, schreibt mal gerne in die Kommentare, soll ich den mal testen? Würde mich super interessieren. Was ich übrigens noch mal hervorheben möchte, ist, ich mag diese Art und Weise, wie du hier die verschiedenen Modi umstellen kannst. Du kannst einfach hier den Rechts-Links-Lauf nehmen, mit einer Hand nach hinten, mit einer Hand, zack. Ich stelle das hier in die Mitte, sodass wir hier sich nichts mehr dreht, aber in dem Moment, wenn ich jetzt hier drauf drücke, passiert Folgendes, ich drücke hier drauf und jetzt endet er hier jetzt hier auf den anderen Fall, ersten und so weiter. Und so kannst du sehr einfach durch die Modi durchwechseln. Finde ich eine coole Sache, mit einer Hand alles machbar und ich muss sagen,
Den würde ich wirklich gerne mal testen. Und natürlich kannst du in diesem Video wieder etwas gewinnen. Und zwar was? Werkzeug. Wahrscheinlich haben wir auch Milwaukee dabei, denn du kannst dir deinen Gewinn ja sogar aussuchen aus einem Pool von Werkzeug. Geh einfach mal bei uns auf die Seite und da kannst du dir anschauen, was für Werkzeug gerade so zum Gewinnen da ist. Und auf der Seite kannst du auch nachschauen, ob du gewonnen hast. Und wenn du dich jetzt fragst, wie kannst du daran teilnehmen, gar kein Problem. Du musst einfach nur unten in diesem Video oder irgendeinem anderen Video kommentieren und schon bist du dabei. Und du kannst mir mal einen Gefallen tun, schreib doch mal in die Kommentare, wie viele 12 Volt Milwaukee-Geräte hast du schon? Du möchtest ein Rohr schneiden? Dann ist das hier wahrscheinlich dein Gerät. Aber jetzt mal im Ernst, ist das nicht der Grund, warum wir Milwaukee lieben? Selbst einen Rohrschneider gibt es jetzt in M12 und jeder andere hätte es in M18, also mit 18 Volt rausgebracht. Milwaukee sagt, ach komm, machen wir M12 halt eben auch noch. Und wir haben hier ein wunderschönes kleines Gerät, womit wir aber 35 bis 54 mm Rohre einfach so schneiden können und das Ganze bis 1,5 mm Dicke. Das ist schon echt gut. Und wir haben hier eine ganz einfache Bedienung. Wir haben Nummer 1, das steht an der falschen Stelle. Wir drücken hier drauf, sagen einfach okay, Öffnung ist gesetzt. Dann können wir es auch so einstellen, dass wir es sperren. So, jetzt passiert gar nichts, wenn wir hier was machen. Und wir können jetzt noch mal einmal raufdrücken. Und dann geht es auch entsprechend los. Jetzt brauchen wir nur das Rohr hier reinstecken und schon ist es ab. So, das geht doch erstaunlich leicht und erstaunlich schnell. Wir haben hier einen absolut sauberen, präzisen Schnitt und das ist doch genau das, was wir haben wollen. Das letzte, aber nicht weniger wichtige Gerät ist genau das hier. Wir haben hier einen Mini-Bohrhammer und der ist potenter, als man denkt. Wir haben hier wirklich einen kleinen M12 Bohrhammer mit einem schönen Zusatzhandgriff, wo wir auch hier entsprechend diese kleine Stange haben, die eigentlich niemand benutzt, aber die immer dabei ist, um den Abstand zum Loch halt zu führen, wenn du das dann halt möchtest. Aber was ich cool finde ist, wir haben hier über 1 Joule Schlagenergie. Wir haben hier die Möglichkeit, das Ganze auch rein auf Meißeln zu stellen. Das heißt, ich stelle es hier einfach um, Klick und dann haben wir nur, ja, hier dreht sich nichts mehr. Haben wir auch eine Meißelfunktion. Hier natürlich Schlagbohren oder auch nur Bohren hier. Ja, alles mit dabei und das in so einem kleinen, kompakten Gerät. Ich finde es mega. Zusätzlich hast du hier auch wirklich eine Dämpfung an der Stelle. Und das, obwohl das Gerät nicht so viel Kraft hat, aber kann ja nicht schaden. Dann haben wir hier einen Haken, um es irgendwo auch hinzuhängen. Wenn du auf einer Leiter bist, du stehst oben auf der Leiter, machst irgendwas und hast jetzt nicht die Hand mehr frei, dann gar kein Problem, hängst einfach rein und schon ist es dir nicht mehr im Weg. Und ansonsten kann man nicht mehr zu dem Gerät sagen, außer es macht, was es soll und ist dabei irre kompakt. Also wenn schon M12, dann so. Ihr seht jede Menge spannende Neuigkeiten aus dem Bereich Milwaukee M12. Ihr schreibt bitte mal in die Kommentare, was ich unbedingt noch mal weiter testen soll. Für mich ist es so, den hier werde ich auf jeden Fall erstmal bei mir mit in die Werkstatt nehmen, weil der macht richtig Laune. Was ist euer Lieblingsgerät? Schreibt es in die Kommentare und solange ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.